Tesla hat wieder ein neues Feature auf den Markt gebracht und zwar nennt es sich Actually Smart Summon. Smart Summon ist vielleicht für den einen oder anderen schon ein Begriff da draußen, es gab es bereits nämlich schon mal in der Vergangenheit, aber dieses Level, was wir jetzt mit der Version erreichen, absolut unschlagbar. Was ist es, wofür kann man es nutzen und natürlich noch ein paar Fallbeispiele dazu. Mein Name ist André von eFieber und nach dem Intro geht's los. Stellen wir uns doch zu Beginn direkt mal die Frage, was ist Smart Summon? Das ist eine Tesla-Funktion, die sehr hilfreich ist, denn du kannst dein Fahrzeug von einem in begrenzten Maßstab entfernten Ort zu dir herrufen über die Tesla-App. Sehr cooles Feature, gab es ja in der Vergangenheit schon mal. Das nannte sich dann nur einfach Smart Summon, war aber in einer gewissen Art und Weise begrenzt. Es hat nur die Kameras genutzt und die Ultraschallsensoren, keine Intelligenz dahinter, keine Zusammensetzung von verschiedenen Szenarien. Das ändert sich jetzt mit der neuen Version, mit den Actually Smart Summon und das schauen wir uns doch mal an. Ich bin jetzt gerade mal hier zur Tesla-Webseite gehüpft und schaue mir die beiden Pakete an, die es zu kaufen gibt. Enhanced Autopilot und FSD. Und hier sehen wir auch noch die Smart Herbeirufen-Funktion. Das ist Smart Summon. Und die Frage, die sich mir natürlich stellt, kommt es auch nach Europa? Und ich kann euch eins sagen, HW4, HW3 ist kein Problem. Es wird bei beiden Hardware-Funktionen laufen. Das zeige ich euch gleich nochmal auf X. Da gibt es nämlich schon die ersten User draußen, die ersten Tesla-Fahrer, die Actually Smart Summon, das ASS, auch auf ihrem HW3 2019er Model 3 nutzen können. Das bedeutet, diese Frage brauchen wir uns erstmal nicht stellen. HW3, HW4 macht keinen Unterschied, diese Funktion wird kommen. Allerdings, was mir ein bisschen Sorge macht, ist dieser Umfang, dieser Funktionsumfang, weil wir sind ein bisschen durch die EU reguliert. Die hemmt uns wieder in wie so vielen Punkten. Ich bin aber trotzdem der Meinung, je besser FSD wird, je überzeugender FSD wird und je mehr Freigaben wir durch FSD erhalten, wird diese Funktion zwangsläufig früher oder später auch bei uns kommen. Mit einem größeren Radius als wie nur 5 Meter. In den USA geht es teilweise jetzt bis 65 Meter. Ich denke, das wird noch weiter angehoben werden. Ganz ehrlich, Leute, spätestens wenn das Robotaxi kommt, warum sollte es diese Funktion dann nicht bei uns auch geben? Ich meine, Robotaxi fährt auch ohne Personal. Also von daher ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis wir es in Europa auch in dem vollen Umfang wie USA nutzen können. Man muss auch dazu sagen, die Videos, die ich euch gleich zeige, das ist wirklich gerade das Anfangslevel. Die KI lernt dahinter, die wird immer besser, reagiert auf verschiedene Szenarien, es entwickelt sich immer weiter. Das bedeutet, wir werden vielleicht schon im halben Jahr komplett anderen Funktionsumfang haben, als wir jetzt noch. Zusammenfassend, wir sind jetzt gekommen von Smart Sammeln, wo Ultraschall und Kameras genutzt wurden, ohne sonstige Intelligenz dahinter. Und mit dem Actually Smart Sammeln sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir das Zusammenspiel zwischen Tesla Vision, FSD Branch und die KI dahinter einfach vernetzen, zusammenschweißen. Und das ergibt eine unglaublich kraftvolle Kombination, die wir jetzt hier schon in den ersten Zügen mit Actually Smart Summon sehen. So ihr Lieben, ich möchte jetzt auch direkt mal in ein Fallbeispiel reinspringen, weil es ist wirklich super interessant. In den USA ist wie gesagt ASS schon live und die ersten Videos sind aufgetaucht auf YouTube und auf X. Und vor allem von Omar schaue ich mir gerne die Videos an, die Impressionen, genau auch wie von AI Driver, könnt ihr gerne mal schauen. Und hier seht ihr jetzt in dem Fallbeispiel Omar sein Dad, der Boss. Das Fahrzeug ist in einem Parking-Lot geparkt. Ich sage es auch gleich schon dazu, das Fahrzeug kann nicht einfach geradeaus rausfahren aus der Parking-Lot, sondern muss erst zurückfahren, rückwärts und dann der Fahrtrichtung folgen und am Ende dann zu Omar bzw. sein Dad kommen. Das ist ein bisschen tricky, schauen wir uns aber jetzt mal im Detail an. Ich lasse das Video mal laufen. Wie gesagt, das ist sein Dad hier. Und wir sehen direkt auch, wie Summon in die App eingebaut wurde. Und zwar seht ihr hier ganz schwach, wartet mal, jetzt seht ihr es besser. Hier gibt es eine Funktion, die nennt sich Summon. Da drückt der Dad jetzt gleich drauf und dann sehen wir eine Karte. Das ist der Dad von Omar und hier steht das Fahrzeug. Das ist die Parking Lot. Und da sehen wir auch direkt auf dem ersten Screen schon, wie die Funktion aussehen soll. Das bedeutet, hier haben wir ganz normal die Funktion rein und rausfahren, also vorwärts, rückwärts fahren. Dann sehen wir hier gleich die Funktion, wenn er den Button drückt, bedeutet das Come to Me. Das heißt, das Fahrzeug soll dann zu ihm kommen. Aber das sehen wir jetzt, ich will nicht zu viel vorgreifen.
the blue dot, which is me, and Und das Geile ist, sobald die Funktion aktiviert wird, springen auch direkt die Seitenkameras, Front- und Rückwärtskamera an. Dass man im Prinzip auch bei Situationen, wo man das Fahrzeug gar nicht so direkt sieht, ist ein Busch davor oder ein Auto blockiert ist oder LKW, kann man trotzdem direkt verfolgen, was das Fahrzeug macht. Also Tesla Next Level. Das gab es bei den alten Smart Summon überhaupt gar nicht. the red arrow, which is the car, and the 4 cameras from the car are sending their Mega. camera view of what the car is seeing at this point. And notice the button at the bottom. That's what I love, and everyone should be getting that Yeah. very soon. Called Come to Me button. Very simple. Genau, und da kann ich auch schon sagen, diesen Come-to-Me-Button gab es natürlich auch damals schon, vor 5 Jahren. Allerdings musste man den dauerhaft drücken. In der neuen Version soll es irgendwann auch so sein, dass man den nur einmal drücken muss und nicht dauerhaft halten muss als Sicherheitsfunktion. Das braucht man dann irgendwann nicht mehr. Also da entwickelt sich was. Ich freue mich echt. Is press Come to Me, but before I press it, we're gonna go ahead and show that car, Omar. Zoom into that. So I'm pressing Come to Me. Watch the car. Wow, guckt, habt ihr gesehen, wie schnell das reagiert? Er hat den Knopf gedrückt und direkt ist das Fahrzeug angegangen. Und wow. Indicating it's received the command. Now I can see the car. So reverse camera. As soon as it's reversed, I will see it moving. Ja. So the car's actually going to start reversing. Und ihr seht, es fährt jetzt rückwärts. Es fährt einfach automatisiert rückwärts mit den FSD Bridge mit KI. Das ist Wahnsinn. That camera is now in full view and Wow. understands the one-way driving within the parking lot. So it is Unglaublich. going to go ahead and go forward now. And are you zooming that in, Omar? This is just amazing. And Das it ist doesn't really matter Wahnsinn. what kind of parking lot it is. It's gonna Ihr müsst euch vorstellen, er kann gar nicht vorwärts fahren, weil die Straßenführung gibt an, du musst rückwärts rausfahren und dann darfst du nur geradeaus zurückfahren, wie eine Einbahnstraße sozusagen. Und dieses Fahrzeug weiß es einfach, das ist geil. so that it can navigate through complex parking lots and come to you while you're holding those bags. So here we go. The car is coming around. Wow. Comes to the wrong side because that middle lane was one way. So it's driving towards me and it's beautifully coming. And I'm waiting for it to come to me so that I can go ahead and put my bags in the car. Ist das verrückt. Es blinkt auch direkt, also da ist eine Intelligenz dabei, dass es versteht die Umgebung. Das ist Punkt Nummer 1. Es versteht die Umgebung. Wow. Ich habe Gänsehaut. Wow. Und nicht mal langsam, nicht mal langsam. Wie lange war das jetzt? Eine Minute, wenn überhaupt? Also dieses Rumgezucke und ich bin mir unsicher, sowas, das siehst du von diesem Fahrzeug jetzt gar nicht mehr. Er macht einfach, er erkennt es, setzt es um und macht. Geil. Amazing. This is beyond self-driving. Cars will be abandoned or banished. They'll go park themselves and then they'll be summoned and they'll come back to you. Wow. This is the beginning of what we call as autonomous self-driving. Exactly. Yeah. You no longer have to drive them, but it's a step-by-step process. Exactly. Ja, es ist ein Step-by-Step-Process, was ich euch gesagt habe. Jetzt geht es natürlich darum, dass die KI lernt, verschiedenste Parksituationen zu handeln. Natürlich wird es da auch Probleme geben oder auch mal Abbrüche oder aber das ist wichtig. Fehler sind wichtig, damit das System lernt. Ich bin schon wieder emotional. Bevor es weitergeht, stellt euch vor, wir haben gerade Herbst und Winter. Es dauert nicht mehr lange. Da ist Schlamm und Schnee, keine Seltenheit. Ich steige jetzt in mein Tesla ein. Stopp! Die originalen Tesla-Filzmatten sind zwar optisch sehr schön, aber für winterliche Verhältnisse nicht wirklich geeignet. Aber keine Sorge, wir haben eine Lösung für die E-Fiber-Community. Und zwar in unserem Shop haben wir 2 Mattensets zur Verfügung. Einmal Naturtriss und einmal Edelboden. 100% Zufriedenheitsgarantie in 5 Tagen bei dir im Auto. Und ich habe für euch exklusiv diesen Monat eine Aktion reingemacht. Schaut da gerne vorbei. Jetzt geht's im Video weiter. Kommen wir nun zum nächsten Video. Das ist von AI Driver. Hier ist mal eine sehr schöne Situation, denn das Fahrzeug muss ja, wenn es die Funktion nutzt, egal ob FSD, Smart Summon oder hier dieses hier Actually Smart Summon, muss es ja die Umgebung in Millisekunden erkennen, Situation reagieren
und gegebenenfalls auch Gefahrensituationen ausweichen oder stoppen. So, und hier drüben sehen wir eine Person, die jetzt mal testet, im Prinzip, ob das Fahrzeug überhaupt sie erkennt und reagiert. Das bedeutet, ich spiele einfach mal ab, dann wisst ihr, was ich meine. Das Fahrzeug fährt jetzt gerade im Actually Smart Summon. Die Person tut so, als ob sie rübergehen will und das Fahrzeug stoppt direkt. Ich habe das jetzt mal in Zeitlupe gemacht, dass ihr es schön sehen könnt. Die Person ist ein Talahorn vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall schauen wir es uns nochmal an. Fahrzeug kommt, Person sieht, dass kein Fahrer drin ist und bückt sich mal kurz entspannt vor. Der Tesla erkennt es, reagiert und stoppt auch direkt. Also das ist kein Problem. Ja, aber sowas muss natürlich auch die Sicherheit gewährleisten und diese Situation trainieren natürlich die KI, muss man auch ganz klar sagen. Und am Ende des Liedes oder am Ende des Tages ist es ganz einfach so, dass Tesla diese Daten, die wir als, ich nenne mal nicht Testkaninchen, sondern wir sind dafür zuständig, dass irgendwann Robotaxis vernünftig auf der Straße fahren können, weil wir Szenarien erschaffen und erleben, die KI trainiert, die am Ende für eine, Gänsehaut, für eine vollendete FSD-Version, autonome Version für die Robotaxis im Prinzip genutzt werden kann. Dazu ist es da. Daten sammeln, Daten auswerten und Daten verarbeiten. Das ist grundlegend, das ist in vielen Bereichen so. Tesla nutzt es halt für wirklich im autonomen Bereich. Und die Entwicklung zu sehen ist echt faszinierend. Schade ein bisschen, dass wir diese FSD-Entwicklung nicht mitbekommen in Europa, dass wir da ein bisschen außen vor sind, weil was meint ihr, wie die sich freuen in USA, wenn die ein neues FSD-Update bekommen und dann wieder ihre Testfahrten machen oder neue Umgebungsszenarien testen, die vielleicht die alte Version noch nicht bestehen konnte. Und das tut mir ein bisschen im Herzen weh. Ich hoffe sehr, dass die EU die Regularien mal endlich überarbeitet. Im September soll es ja jetzt soweit sein. Und dass wir dann endlich auch wirklich FSD hier testen können und vielleicht früher oder später dann auch diese neue Actually Smart Summon Funktion. Würde mich riesig freuen. Es ist Meilensteine, was da gerade, es ist historisch, was gerade in den USA passiert, bald auch in China. Und ja, wir in Europa verpassen da ein bisschen Anschluss, das ärgert mich. Aber naja, alles gut, Leute. Ich wünsche euch damit eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Wie gesagt, HW3-Fahrzeuge, macht euch mal keine Sorge, das kommt auch zu euch, HW4 sowieso. Und sobald FSD wirklich jetzt ins Rollen kommt, wird diese Funktion auch mit einhergehen. Von daher, halt die Ohren steif. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mal ein Like und ein Abo. Und wir sehen uns. Ciao, macht's gut.